Da erwarte ich einfach von der Mannschaft, dass wir uns da deutlich steigern, weil mit dem 5. Platz sind wir hier alle bei Borussia Dortmund nicht zufrieden. Die Champions League Qualifikation ist immer unser Ziel und das müssen wir am Ende der Saison erreichen. Ja, die kurze Winterpause, die ist schon wieder vorüber und es geht weiter. Am Sonntag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Es geht beim 14. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg und wir haben am Neujahrstag einen ganz besonderen Gast bei uns, über den ich mich besonders freue. Michael Zorg ist hier. Hallo Michael. Frohes neues Jahr, Norbert. Ja, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ja, bleibt gesund. Gerade in diesen Zeiten ein frohes wichtig. Neues Jahr. Wunderbar. Vom ganzen Team natürlich. Wünschen wir allen Zuschauern. Ne? Ja, es war sicherlich ein ganz spezielles Weihnachtsfest in diesem Jahr. 2020 liegt hinter uns. Wie hast du die Feiertage genutzt, um so ein turbulentes Jahr mal Revue passieren zu lassen oder mal ein bisschen runterzukommen? Ja, in der Tat versucht, etwas abzuschalten. Mit der Familie, mit den Kindern, Enkelkindern gesehen. Ja, sag's nicht so laut, bitte. Aber in deinem Alter ist das schon okay, denke ich. Ne? Nee, also das war ganz schön. Ja, die Winterpause ist jetzt extrem kurz gewesen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Winterpause so kurz war. Wir haben natürlich auch kein Trainingslager, sind nicht in Marbella. Das nutzt du normalerweise immer, um persönliche Gespräche zu führen. Wie sehr wird dir das fehlen oder ja, wie sehr wird es den Spielern vielleicht auch fehlen, sich mal mit dir in Ruhe unterhalten zu können? Gut, die Gelegenheit gibt sich dann nicht in Marbella, sondern vielleicht hier in Dortmund. Nein, eigentlich haben wir gar keine Winterpause, wenn man es mal so genau betrachtet. Wir Deutschen sind es ja nicht gewohnt. Es geht direkt wieder weiter jetzt und natürlich für uns mit einem direkt sehr wichtigen Spiel hier zu Hause gegen Wolfsburg. Willst du das nachholen, die Gespräche, oder laufen die jetzt einfach so im Laufe? Die werden parallel jetzt in den kommenden Wochen und Monaten natürlich geführt und ja, wir haben ja Sebastian auch noch dabei, der auch sehr eng an der Mannschaft ist und viele Gespräche führt und wenn da Bedarf ist, dann sind wir da. Du hast die Mannschaft speziell nach der Niederlage in Berlin in die Pflicht genommen. Was erwartest du in den kommenden Wochen von ihr? Ja, ich habe mich in Berlin oder bei Union Berlin speziell darüber geärgert, dass wir in relativ kurzer zeitlicher Abfolge 2 Spiele durch 4 Ecken verloren haben. Ich möchte es mal so ein bisschen überspitzt auch sagen. Das heißt, 4 Ecken haben uns 6 Punkte gekostet und das darf einer Mannschaft mit der Qualität, die wir ja auch sein möchten, nicht passieren. Deshalb habe ich gesagt, das ist gut gegen Köln, wurden wir überrumpelt, okay. Dann darf es aber 3 Wochen oder 4 Wochen später nicht wieder passieren. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Union Berlin gerade da eine ausgewiesene Stärke auch hat bei den Standardsituationen. Insgesamt sind wir mit dem Abschneiden in der Bundesliga nicht zufrieden, was jetzt die ersten, ist ja noch nicht mal eine ganze Hinrunde, aber das letzte halbe Jahr in der Liga eben angeht. Ich glaube, wir haben in der Champions League gute Leistungen gebracht, sind dann auch dort weitergekommen, auch als Gruppenerster. Das war auch speziell auch nach dieser Auslosung unser Anspruch. Im Pokal haben wir unsere Hausaufgaben erfüllt. Das ist in diesen Runden ist das so, da kannst du nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen, das war in Ordnung. Aber in der Liga hinken wir unseren eigenen Ansprüchen und auch den von den Spielern vor der Saison oder im Laufe der Saison formulierten Ansprüchen hinterher. Wir haben zu Hause zu viele Spiele verloren in den letzten Wochen. Natürlich, klar, bei uns fehlt es besonders, wenn die Südtribüne nicht da ist, wenn die 80.000 nicht da sind. Aber das darf ja trotzdem keine Entschuldigung sein. Und da erwarte ich einfach von der Mannschaft, dass wir uns da deutlich steigern. Weil mit dem 5. Platz sind wir hier alle bei Borussia Dortmund nicht zufrieden. Die Champions League Qualifikation ist immer unser Ziel und das müssen wir am Ende der Saison erreichen.
Jetzt ist Edin Terzic nach der Niederlage gegen Stuttgart Trainer geworden, hat Lucien Favre beerbt. Er ist ein ambitionierter, junger Trainer, er hat Stallgeruch, kommt vom BVB. Wie hast du ihn in den letzten Tagen so wahrgenommen? Ja, er ist jemand, der auch selbstbewusst ist, der sich diese Aufgabe auch zutraut. Im Ganzen haben wir im Prinzip eine BVB-Lösung jetzt gefunden mit Otto Addo und auch mit Sebastian Gebhardt als Co-Trainer. Alle mit BVB-Hintergrund, Stallgeruch hier schon gearbeitet, teilweise gespielt. Das ist ein junges Team, aber auch ein gutes und ambitioniertes Team, das aufeinander auch gut abgestimmt ist. Einen Trainerwechsel haben wir vorgenommen. Ich habe das ja schon bei der Vorstellung von Edin auch formuliert, weil wir das Gefühl haben, dass da die Mannschaft einen neuen Input braucht, eine neue Ansprache braucht und eben die Niederlagen, wie sie dann Köln zu Hause, insbesondere aber auch VfB Stuttgart zu Hause, die dürfen in dieser Weise nicht passieren. Und Edin hat auch eigene neue Vorstellungen, hat natürlich jetzt zum ersten Mal Zeit, etwas mit der Mannschaft zu trainieren. Jetzt in dieser Woche, auch in den kommenden 2 Wochen, wo keine englischen Wochen anstehen. Was ja auch mal gut ist. Was auch mal gut ist, dass du doch die eine oder andere Inhalte auch mal in die Trainingsarbeit mit einfließen lassen kannst, wo es nicht nur um Regeneration geht. Und wir hoffen, dass wir direkt gut jetzt ins neue Jahr starten, hier mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Es war kein einfaches 2020 mit einem turbulenten Ende. Wir haben es gerade eben thematisiert. Was aber in 2020 hat dir denn Freude bereitet und lässt dich positiv ins Jahr 2021 schauen? Ja, gar nicht so einfache Frage, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir insgesamt schon eine gute Mannschaft haben, die auch viel Qualität mitbringt. Erling wird jetzt wieder dabei sein. Wir können uns alle auch noch auf weitere Auftritte von Youssoufa Moukoko freuen in den kommenden Wochen und Monaten. Ist jetzt leider gerade noch etwas angeschlagen, fehlt noch etwas, aber er wird ja kurz- bis mittelfristig dann wieder dabei sein, glaube ich. Da können wir uns alle drauf freuen und schon versuchen, dass wir etwas neuen Geist wieder auf den Platz bringen werden, dass wir frischen, guten, attackierenden Fußball hier beim BVB spielen werden und unseren Fans präsentieren können. Du hast es eben gesagt, ein bisschen mehr Zeit ist schon zum Trainieren. Dennoch, es gibt 6 Spiele im Januar. Es bleibt also ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren. Andererseits geht es gegen Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und Gladbach. Das sind 4 Mannschaften, in denen wir in direkter Konkurrenz stehen. Absolut. Welche Bedeutung hat denn der erste Monat des Jahres für den BVB? Vielleicht mit Hinblick auf die Saison. Ganz wichtig, vor allem jetzt das erste Spiel. Wolfsburg hat sich bislang sehr stark präsentiert. Sie sind nicht umsonst Vierter jetzt und das ist natürlich etwas, was wir auch am liebsten sofort verändern möchten, direkt am Sonntag. Aber natürlich auch dann die Spiele gegen Gegner aus der Champions League-Region um uns herum oder wo wir gerne sein möchten. Das sind alles schon richtungsweisende Spiele und da sind wir gefordert, da ist die Mannschaft gefordert und da können wir uns aber auch drauf freuen. Ja, ganz genau. Wenn wir sie gewinnen, können wir ein bisschen nach oben gehen. Jetzt öffnet ja morgen das Transferfenster. Du hast Neuzugänge bisher immer ausgeschlossen. Bleibt's dabei? Ja, ich habe gelernt, in über 20 Jahren in diesem Job nichts auszuschließen. Warum soll ich das auch tun? Aber es wird jetzt nicht so viel zu erwarten sein. Es ist jedenfalls nicht so viel in der Pipeline, weil einfach jeder kennt auch die wirtschaftlichen Rahmendaten, die sind alles andere als lustig in diesen Corona-Zeiten, trifft nicht nur auf den Fußball zu, manche andere Bereiche sind noch härter betroffen. Es ist wirklich für viele eine schwierige Zeit und insofern ist da jetzt, planen wir keine Königstransfers. Jetzt haben wir heute den ersten Tag des Jahres. Was hast du für einen Wunsch für dieses Jahr?
Ja, dass wir hier beim BVB unsere sportlichen Ziele erreichen. Punkt 1, als Sportdirektor muss ich das so sagen. Punkt 2, endlich wieder Zuschauer im Stadion haben mit den Fans, weil es ist was anderes. Das ist wie so auf Notstromaggregat, spielst du so ein bisschen. Aber jeder weiß, warum wir das tun. Aber natürlich, glaube ich, freut sich jeder Spieler. Ich glaube, Erling hat es auch gerade noch mal formuliert, wieder hier vor voller Hütte spielen zu können. Und dann natürlich die privaten Wünsche, dass man gesund bleibt etc. Ich glaube, das hat ja noch mal eine ganz besondere Bedeutung bekommen in diesen Zeiten. Früher hat man das immer so lapidar dazu gesagt. Ja, diesmal macht man, jetzt und macht diesmal man sich mehr Gedanken, ist es einfach bewusster und das ist schon so. Also bleib gesund, den BVB noch lange erhalten und vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, am Neujahrstag zu uns zu kommen. Sehr gerne. Wir drücken die Daumen für das Spiel gegen Wolfsburg. Alles Liebe, Michael Zorc. Tschüss, macht's gut. Bis demnächst.